Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, Paul is basically saying, just be happy, live by the grace of God. Paulus sagt also im Wesentlichen, sei einfach glücklich, lebe durch die Gnade Gottes. If you're single, enjoy that season of your life. If you're married, also enjoy that. Wenn du Single bist, genieße diese Zeit deines Lebens. Wenn du verheiratet bist, genieße das auch. So, in verse 8, he reinforces that. In Vers 8 bekräftigt er das. So, let me say to the unmarried and to those who have lost their spouses. So lass mich nun den Unverheirateten und denen, die ihren Ehepartner verloren haben, sagen. So, he's talking to single and widows. Er spricht also zu Singles und Witwen. It is fine for you to remain single as I am. Es ist gut für euch, wenn ihr ledig bleibt, so wie ich es bin. So, why does he say this? Warum sagt er das? Remember, Erinnere dich daran. he just said that, listen guys, you need to have a partner to deal with this sexual problem. Kurz davor sagte er, hört zu Leute, ihr braucht einen Partner, um mit diesem sexuellen Problem fertig zu werden. So this whole thing could easily be misunderstood, Das Ganze könnte also leicht missverstanden werden, saying that if you are single, you now have to get married, otherwise you will fall into sin. indem man sagt, wenn du Single bist, musst du heiraten, weil du sonst in Sünde fällst. Or if you've lost your spouse and you're a widow or widower, you have to get married, otherwise you could fall into sin. Oder wenn du deinen Ehepartner verloren hast und eine Witwe oder ein Witwer bist, musst du heiraten, weil du sonst in Sünde fallen könntest. But Paul is saying, that's actually not what I told you guys. If you're single, if you're a widow, it's fine if you're happy. Aber Paulus sagt, es ist eigentlich nicht das, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr alleinstehend oder verwitwet seid, ist es in Ordnung, wenn ihr glücklich seid. Look what he says. Schau, was er sagt. But if you have no power over your passions, Wenn ihr aber keine Kraft habt, eure Leidenschaften zu beherrschen, then you should go ahead and marry. For marriage is far better than a continual battle with lust. dann solltet ihr heiraten, denn die Ehe ist viel besser als ein ständiger Kampf mit der Lust. Now, again, let me give a warning here. Auch hier möchte ich eine Warnung aussprechen. And I'm giving you the warning because I've seen it all happen. Und ich warne dich, weil ich das alles schon erlebt habe. So, if you read verse 9 as an isolated statement, Wenn du Vers 9 als isolierte Aussage liest, you can literally make it say that you're supposed to marry just so that you have somebody for sex. kannst du daraus tatsächlich den Schluss ziehen, dass du heiraten sollst, nur damit du jemanden für Sex hast. Do you know what happened? Weißt du, was passiert ist? I had a very, very, very close friend in another country that I lived in. Ich hatte einen sehr, sehr engen Freund in einem anderen Land, in dem ich lebte. I mean, they were a couple and I really loved them. Es war ein Ehepaar und ich liebte sie wirklich. And they had been married for, my goodness, I don't know, 25, 30 years, maybe? 25 years, I think. Sie waren seit vielleicht 25 oder 30 Jahren verheiratet. Ich denke 25 Jahre. And then one day, it was actually through a message that I preached. Eines Tages löste eine meiner Predigten etwas in der Frau aus. It triggered something in the wife and just, you know, it exploded in her heart. Das ihr Herz zum Explodieren brachte. And she tried to have a conversation with me. Sie suchte ein Gespräch mit mir. She said, I'm going to divorce my husband. Sie sagte, ich werde mich von meinem Mann scheiden lassen. I said, but that's wrong. Ich sagte, aber das ist falsch. So here's what happened. Folgendes ist passiert. She felt that her husband had never loved her. Sie empfand, dass ihr Mann sie nie geliebt hatte, He only used her for sex. dass er sie nur für Sex benutzte. So I thought, 25 years of marriage and now this whole thing comes up, something is wrong. Ich dachte, 25 Jahre Ehe und jetzt kommt dieses Thema auf. Irgendetwas stimmt da nicht. I mean, the sad story is that I could not save that marriage. Die traurige Geschichte ist, dass ich die Ehe nicht retten konnte. They actually got divorced and they both remarried. Sie ließen sich tatsächlich scheiden und haben beide wieder geheiratet. But as I talked to both of them, look what happened. Als ich mit ihnen beiden redete, kam Folgendes zum Vorschein. The woman felt used by him. Die Frau fühlte sich von ihm benutzt. But he was a wealthy businessman. Er war ein wohlhabender Geschäftsmann. Do you know what he said? Weißt du, was er sagte? He said,
when we were young and when we got married, you agreed to me that I will give you my money and you will give me sex. Er sagte, als wir jung waren und geheiratet haben, warst du einverstanden, dass ich dir mein Geld gebe und du mir Sex schenkst. In marriage. In der Ehe. So basically they agreed, I want your wealth, and he said, and I want sex. Sie waren sich also einig, ich will dein Vermögen und er sagte, ich will Sex. So there was never any adultery, and yet she felt used. Da gab es keinen Ehebruch und trotzdem fühlte sie sich benutzt. But look, this Bible verse can actually be it can be understood like this if you have a wrong heart. Doch schau mal, dieser Bibelvers kann tatsächlich so verstanden werden, wenn du ein falsches Herz hast. Because if you take what Paul says here, Denn wenn du nimmst, was Paulus hier sagt, if you have no power over your passions, wenn du keine Kraft hast, deine Leidenschaften zu beherrschen, then go ahead and marry, for marriage is better than to continually battle with lust. dann heirate ruhig, denn die Ehe ist besser als ein ständiger Kampf mit der Lust. So it literally seems like Paul is saying, if you don't control yourself sexually, just find a wife so you can have sex. Dann scheint es wirklich so, als würde Paulus sagen, wenn du dich sexuell nicht beherrschen kannst, dann such dir einfach eine Frau, damit du Sex haben kannst. But of course, the Bible does not teach that. Doch das lehrt die Bibel natürlich nicht. Paul is talking to an immature carnal church that is full of sin, and he's giving them a human advice. Paulus spricht zu einer unreifen, fleischlich gesinnten Gemeinde, die voller Sünde ist, und er gibt ihnen einen menschlichen Rat. You can't take this out of the context of the whole Bible that teaches us that we are dead to sin, even to sexual sin. Du kannst das nicht aus dem Kontext der ganzen Bibel herauslösen, die uns lehrt, dass wir für die Sünde tot sind, auch für die sexuelle Sünde. Because if you take this out of the context of the Bible, Denn wenn du das aus dem Kontext der Bibel herausnimmst, then you have to believe that the heart problem of sexual lust is resolved by marrying. musst du glauben, dass das Herzproblem der sexuellen Lust durch eine Heirat gelöst wird. So don't take this out of the context of the Bible. Nimm das nicht aus dem Zusammenhang der Bibel heraus. Tomorrow we will continue what Paul says about divorce. Morgen werden wir uns damit beschäftigen, was Paulus über Scheidung sagt. See you tomorrow. Bis morgen!